Eine der beliebtesten Sprossensorten ist Brokkoli, genauer gesagt Broccoletti. Es handelt sich hierbei nicht um den allseits bekannten Brokkoli, sondern eher um eine Art Urbrokkoli. Er ist eine Stängelkohlsorte und gehört somit der Familie der Kreuzblütler an. Das Besondere an diesen Sprossen ist der hohe Gehalt an Senfölglykosid, Sulforaphan. Sulforaphan konnte in Studien der Johns Hopkins Universität sowie der Uni Heidelberg eine Tumorstammzellen hemmende Wirkung nachgewiesen werden. Es ist also ein echtes Superfood und wird deshalb von immer mehr Menschen gegessen. Um ein volles Glas Broccoletti-Sprossen anzubauen, brauchst du nur 1 bis 2 Esslöffel Samen. Als erster Schritt ist es wichtig, die Samen gründlich durchzuwaschen. Hierfür nimmst du die gewünschte Menge an Samen, in unserem Fall 2 Esslöffel, und schüttest sie in das Glas. Anschließend füllst du das Glas bis zur Hälfte mit lauwarmem Wasser und verschließt es mit Netz und Deckel. Schwenke das Glas nun hin und her. Durch diesen Vorgang werden die Samen ausreichend gereinigt. Das Wasser kann nun ins Spülbecken zurückgekippt werden. Nachdem die Samen sauber sind, kommen wir zum nächsten Schritt, dem Einweichen. Fülle das Glas erneut mit lauwarmem Wasser. Die Broccoletti-Samen müssen jetzt für eine Zeit von 8 bis 12 Stunden einweichen. Da Urbrokkoli ein Dunkelkeimer ist, solltest du das Sprossenglas für die Einweichzeit an einen dunklen Ort stellen. Unser Tipp: Lass die Samen am besten über Nacht einweichen. Zur Not kannst du auch ein lichtundurchlässiges Tuch auf das Glas legen oder das Glas in einen Schrank stellen. Eventuell hörst du den Begriff Dunkelkeimer jetzt zum ersten Mal. Hiermit ist gemeint, dass die Samen der Pflanze nur in Dunkelheit keimen können und der Keimvorgang sogar durch Licht gehemmt wird. Am nächsten Tag bzw. nach den 8 bis 12 Stunden gießt du das Wasser ab und spülst es nochmal mit lauwarmem Wasser durch. Anschließend stellst du das Glas schräg auf den Ständer, so kann das restliche Wasser ganz einfach in die Keramikschale abtropfen. Du hast jetzt alles Notwendige vorbereitet, das Wachstum kann endlich beginnen. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist das Sprossenglas zweimal täglich mit sauberem und lauwarmem Wasser durchzuspülen. Da es sich bei Broccoletti, wie bereits erklärt, um einen Dunkelkeimer handelt, solltest du das Sprossenglas bis zur Keimung weiterhin an einem dunklen Ort aufbewahren. Sobald die Keimung dann begonnen hat, kannst du das Sprossenglas problemlos auch an einen hellen Ort stellen. Normalerweise passiert das bereits nach 1 bis 2 Tagen. Ob die Samen gekeimt sind, erkennst du ganz einfach daran, dass der kleine Spross aus der Samenhülle durchbrochen ist. Setze nun einfach deine tägliche Routine mit dem morgen- und abendlichen Durchspülen fort. In den nächsten Tagen werden sich aus den gekeimten Samen ziemlich schnell die ersten Sprossen entwickeln. Solltest du bemerken, dass sich Klumpen bilden, kannst du diese einfach per Hand auflockern. So beugst du unter anderem aber auch Schimmelbefall vor. Broccoletti-Sprossen sind nach ca. 3 bis 5 Tagen bereit für die Ernte. Nach dieser Zeit ist der Sulforaphangehalt besonders hoch. Um die Sprossen zu ernten, nimmst du das Glas einfach aus der Vorrichtung und spülst es wie gewohnt mit sauberem Wasser durch. Die fertigen Sprossen können nun händisch aus dem Sprossenglas entnommen werden. Ich empfehle dir, die geernteten Sprossen in eine große Schüssel mit lauwarmem Wasser zu legen und sie per Hand zu waschen. Bei diesem Vorgang lösen sich nämlich die Faserwurzeln und Samenhülsen von den Sprossen einfach ab. Glückwunsch! Du hast nun erfolgreich deine ersten Sprossen gezüchtet und geerntet.